Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist auch wieder mit am Start. Und wie ihr schon sehen könnt, wir sind hier im Wald unterwegs und nicht irgendein Wald, sondern der berüchtigte Hürtgenwald. Der eine oder andere, der unseren Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass wir hier auch schon das ein oder andere Mal gewesen sind. Und der Hürtgenwald ist halt entsprechend groß. Und wir haben uns heute einen kleinen Abschnitt rausgesucht aus dem Hürtgenwald. Und zwar am Bullard oder der Bullard. Das ist im Prinzip ein Höhenzug jetzt hier in der Nordeifel. In dem Bereich des stark umkämpften Hürtgenwalds. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass da jetzt noch einige Bunker stehen von den Deutschen, die ja noch intakt sind. Also die nicht gesprengt wurden von den Alliierten, nicht zerstört wurden. Und ja, alles Nähere an Informationen dazu, was es zu sagen und zu finden gibt, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. So, es geht jetzt hier auch schon direkt los. Wir haben hier in dem Wald, wo wir im Prinzip gestartet sind, schon eine asphaltierte Straße. Würde jetzt auch jeder sagen, ja okay, eine asphaltierte Straße jetzt im Wald. Aber das ist gar nicht mal so üblich, weil das hat in den meisten Fällen irgendwas mit dem Militär zu tun. Und es ist in der Tat so, dass diese Straße jetzt hier Richtung zu diesen Bunkern vom Bullard führen. Und hier auf der anderen Seite, wo sie praktisch beginnt, ist das Reichsarbeitsdienstlager. Also Reichsarbeitsdienst wird vielleicht auch jedem Begriff sein. Wenn nicht, erkläre ich das nochmal. Ist im Prinzip eine Organisation gewesen im Dritten Reich, die man auch so ein bisschen oder auch geschaffen hat, um ja, die Arbeitslosenquote zu senken. Und das war ja auch so ein bisschen das Ziel der Siegfried-Linie oder des Limes-Programmes, dass man damals die Arbeitslosenquote halt mit solchen Projekten reduziert, was natürlich dann bei der Bevölkerung entsprechend gut ankam. Es war halt also ein propagandistisches Projekt letztendlich. Und die Siegfried-Linie oder der Westwall sollte ja das Pendant zur Maginot-Linie bilden in Frankreich. Und das wurde natürlich propagandistisch sehr rausgeholt, rausgearbeitet und in Videos auch entsprechend ja, dargestellt, was man doch hier für eine gigantische Leistung halt verbracht hat. Und diese Straße, wie gesagt, ist immer noch ein Überbleibsel davon, von diesem Reichsarbeitsdienstlager, was sich im Rücken jetzt befindet, was jetzt wirklich schnurstracks zu den einzelnen Bunker führt. Und der werden wir jetzt erstmal einfach folgen. So Leute, wir haben jetzt glaube ich den ersten Bunker hier gefunden. Wir werden euch jetzt auch gleich nochmal zu der Geschichte hier in dem Bereich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Aber hier, das ging jetzt relativ flott, haben wir den ersten Bunker gefunden. Es müsste sich, ja, hier ist er ja schon, dann gucken wir uns den erstmal an. Ja, und das ist hier der deutliche Unterschied zu den Bunkern, die wir euch gezeigt hatten in den älteren Videos. Der ist jetzt halt noch komplett erhalten. Und hier ist es jetzt so, wir haben jetzt hier, das ist der 139/40. Das ist ein Gruppenunterstand, ein doppelter Gruppenunterstand. Das ist hier vielleicht noch mal zu erwähnen. Der ist für 27 Mann halt ausgelegt gewesen. Wir haben jetzt hier, das ist jetzt glaube ich zur Talseite, wenn das richtig ist, genau, haben wir hier die Möglichkeit, ein Maschinengewehr wurde hier eingesetzt. Wir kommen hier leider nicht rein, das ist halt alles verschlossen. Da seht ihr noch die Nahverteidigung. Ich werde mal eben kurz die Taschenlampe hier in dem Bereich rausholen. Sonst sehen wir jetzt hier auch gar nichts. So, dann sehen wir das nochmal. Da oben könnt ihr das auch erkennen. Über der Öffnung da für die Nahverteidigung. Da steht 139/40 dran. Ja, das Ganze wurde hier zugemacht. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder ja, Unfallverhütung oder manchmal ist es auch so, dass diese Anlagen jetzt
schließen für Fledermäuse beispielsweise. Da habt ihr das auch noch mal. Das Licht etwas weiter nach unten. Ja, wie gesagt, der hat halt einen Kampfraum und Bereitschaftsräume. Also es müssten ungefähr so 6 Räume da drin sein für die Mannschafter. Und es müsste hier dann auch sowas wie Gewehrschaden eigentlich geben. Hier ist auch nochmal ein Zugang. Das kann aber auch der Notausgang sein. Können wir mal eben schauen, ob wir hier mal rumgehen können. Das kann auch, ich glaube, da ist eine Gewehrschade. Gehen wir mal rum. Ja. Und er hat auch mehrere Gewehrschaden gehabt, wo die Soldaten mit ihren Karabiner rausschießen konnten. Ja, der ist da drin. Ich glaube auch schon ein bisschen besprüht und so weiter. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man die Anlagen halt verschließt, weil ja, Vandalismus, das Übliche halt. Ja. Hier gab es wahrscheinlich mal einen Zugang, das hat man zugemacht, nachträglich. Das kann aber auch eine Scharte gewesen sein. Gewehrscharte. Gehen wir noch mal einmal hier hoch, ob wir vielleicht noch irgendwas Richtung Belüftungsstutzen erkennen können. Nee. Wir haben nur hier einmal so einen Sockel. Na, hier geht es im Prinzip schon wieder runter. Ja, schade. So wie es aussieht. Was haben wir hier noch? Ne, das ist auch nur die Seite. Betonseite hier unten. Können wir uns leider nicht von drin anschauen. Weil das ist mit, sage ich mal, der größte Bunker jetzt in dem Bereich von den ganzen Regelbauten, die jetzt am Bulat errichtet wurden. Wie gesagt, der ist für 27 Mann ausgelegt gewesen. Ja, was uns gerade eben aufgefallen ist, Melanie hat hier mal eben den Hinweis geliefert. Ich habe es jetzt auch gar nicht erkannt. Hier habt ihr auch noch mal die Aufschrift 1939, das kann man aber nicht mehr ganz genau erkennen. Hier die 139-40. Das ist hier schon ein bisschen abgeplatzt. Das war auch hier an der Blende im Prinzip angebracht, die Nummer. Ja, interessant. Das ist noch vom Originalen erhalten. Wie gesagt, drinnen gibt es halt eigentlich auch Beschriftungen. Und zwar vor den Schadenöffnungen war immer das übliche, kein offenes Licht bei geöffneter Schade oder so ähnlich. Das gab es in abgewandelter Form, stand das halt immer dran. Hat halt einfach zu sagen, dass ja, man halt kein Licht anmachen soll, wenn die Schade geöffnet ist, weil der Feind logischerweise in einem dunklen Wald, wo es halt keine Beleuchtung gibt, das natürlich richtig gut erkennen konnte und somit die Position von dem Bunker verraten wird. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die nächsten Anlagen an. Ja, jetzt noch mal ein bisschen allgemein was zu der Geschichte auch im Hürtgenwald. Ja, wie gesagt, wir haben das schon mal in 2 anderen Videos ja auch schon angerissen, die ganze Thematik. Aber nochmal für die auch, die jetzt hier neu dazu gekommen sind. Also das Problem oder was den Hürtgenwald halt so mega interessant macht, ist einfach die Tatsache, dass die Alliierten nach der Landung am 6. Juni 1944 sich hier erstmal entsprechend positionieren mussten, Brückenköpfe bilden mussten und bis August circa ja, eigentlich wenig Geländegewinne nach der Landung erzielt haben und dann es geschafft haben, die ersten Stellungen halt entsprechend, aus der ersten deutschen Stellung entsprechend zu durchbrechen und dann halt relativ schnell vorrücken konnten mit ihren mobilen Einheiten. Und es dann aber zu der Problematik halt kam, dass die vor der Siegfriedlinie in dem Bereich Monschau-Aachen ja, im Prinzip keinen Nachschub hatten oder der Nachschub sehr, sehr schwer ja, zugeführt werden konnte. Und dass sich dann die deutschen Truppen im Prinzip neu positionieren konnten, sich in diese
ja, in den Westwall, in die Siegfriedlinie ja, eingraben konnten, Bunker besetzen konnten, Stellungen ausgebaut haben. Und die US-Amerikaner oder die Alliierten allgemein dann vor der Problematik standen, halt relativ schnell den Rhein zu erreichen. Und man halt auch Angst hatte, dass die Ruhrtalsperren ja, gesprengt wurden von den Deutschen, sodass entsprechende Überflutungsgebiete entstehen konnten, wo dann ein noch weiteres Voranschreiten ja, nahezu unmöglich gewesen wäre oder das Ganze, den Vormarsch halt verzögert hätten. So, und deshalb hatte man sich hier dieses Gebiet, dieses bewaldete Gebiet hier im Bereich des Hürtgenwalds rausgesucht, um ja, da vorzugehen. Und man rechnete hier dann eigentlich mit weniger Gegenwehr, aber es hat sich dann in der Geschichte gezeigt, dass das halt massive Schlachten, weil es waren insgesamt 3 an der Zahl, 3 Hürtgenwald-Schlachten in diesem Bereich ja, ausgeufert sind. Und das halt mit massiven Verlusten auf beiden Seiten. Also man hat so Zahlen so um die 30.000 auf jeder Seite an Verlusten, also getöteten Soldaten und aber auch Vermissten, die da reinspielen. Also man hat auch bis heute natürlich nicht jeden Gefallenen hier finden können. Und es liegen halt immer noch viele einfach hier unter der Erde, was dieses Gebiet halt ja, auch irgendwo sehr mystisch macht, weil der Wald alleine, heute haben wir auch wieder so ein typisches Wetter, wir haben viel Nebel, man hört ab und zu halt ein paar Tiere im Wald. Es ist jetzt auch größtenteils ja auch alles ein Nationalpark, deshalb kann man auch nicht hier einfach so überall rumlaufen, wie man gerne wollte. Und das macht halt diesen Wald halt so extrem mystisch. Und die Schlacht halt in den Hürtgenwald und Umgebung, die waren halt sehr brutal. Also die Deutschen haben hier wirklich sehr lange, also bis Februar 45 ausgehalten. Und also von Oktober 44 bis 45 bis Februar 45 kann man sagen, sind die Schlachten hier gelaufen. Das ist schon eine sehr lange Zeit für ja, zum Ende des Krieges hin. Und ja, massive Gefechte, viele, die Schmidthöhe und so weiter, das hat man alles dann, ging Hand in Hand. Also einmal haben es die Deutschen erobert, dann haben es wieder die Amerikaner erobert. Und man hat halt mit richtig krassen Raffinessen gearbeitet, indem man zum Beispiel die Zünder der Artilleriegranaten entsprechend eingestellt hat, dass die in Baumwipfelhöhe explodieren, was zur Folge hat, das ist ja meistens hier alles Nadelwald oder fast nur Nadelwald, dass man eine Splitterwirkung erzeugt. Also die Granaten explodieren, ich sage jetzt mal in 4,5 Meter Höhe, zerbersten die Nadelbäume und diese Splitter, die dadurch entstehen, alleine die, wenn man das abkriegt in der höheren Geschwindigkeit, die führen einfach halt direkt zum Tod. Also man hat dann extreme ja, Verwundungen kassiert und der Wald wurde ja praktisch einfach nur noch zum, ja, wie sagt man halt umgangssprachlich, so einer Fleischmühle. Man kam nicht mehr voran, es gab nur wenig Zuwege, Zufahrten, man konnte kein großes Gerät einsetzen. Also Panzer waren fast gar nicht einsetzbar, was den Deutschen halt dann auch wieder in die Hände gespielt hat, weil man kein schweres Gerät anbringen konnte. Und man hat halt mit regulären Infanteriewaffen schon sehr viel Erfolg gehabt. Mit Granaten, Mörser war das Gerät, was man halt häufig eingesetzt hat. Maschinengewehrstellung, die Bunker wurden halt alle genutzt. Und ja, das war halt wirklich so ein Gefecht, was man einfach nicht führen wollte. Aber es führte halt keinen Weg vorbei. Und die Amerikaner vornehmlich haben sich dann einfach verschätzt. Das muss man einfach so sagen. Die haben sich verschätzt mit dem Gebiet, mit den Gegebenheiten, die hier genutzt werden konnten. Und das hat man auch damals schon gesagt. Man hatte eine gewisse Angst auch vor der Siegfriedlinie. Man hat das so ein bisschen komödienhaft auch bei den Briten und so weiter behandelt. Ja, man hängt seine Wäsche an der Siegfriedlinie auf und so weiter. Aber man hatte schon Angst vor der Siegfriedlinie und vor dem Ausbau und den Einheiten, obwohl es halt den Deutschen nicht gelang, die Siegfriedlinie so zu nutzen, wie sie es gerne genutzt hätten. Ja,
das war jetzt eigentlich noch mal ein bisschen grob angerissen für euch. Wir werden jetzt schauen, dass wir uns auf jeden Fall erstmal die nächsten Bunker anschauen können hier am Bulat. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auch noch was dazu erzählen. Also bleibt dran. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Bunker hier am Bulat. Und zwar den 131 hier in der Front. Das ist ein Gruppenunterstand gewesen, ein einfacher Gruppenunterstand. Die sind dann halt etwas kleiner, haben einen Bereitschaftsraum für die Mannschaft und einen Kampfraum. Und ja, der Bunker ist eigentlich offen. Nur befinden wir uns halt hier in Deutschland aktuell in der Fledermaus-Schutzzeit. Und ich darf halt noch nicht mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Deshalb ja, halten wir uns halt auch dran. Das ist auch extra hier ausgewiesen. Also nach dem 31.03. könnt ihr da ganz normal reingehen und euch das halt anschauen. Nur jetzt ist das halt nicht möglich. Aber ist nicht schlimm. Also sieht auch ein bisschen aus, als ob es hier Kampfeinwirkungen gab. Diese Bunker wurden auch im Februar, um das für euch jetzt nochmal festzuhalten, von Volksgrenadiereinheiten übernommen. Wer nicht weiß, was Volksgrenadiereinheiten sind, das sind im Prinzip neu aufgestellte Truppen oder Divisionen gewesen, die man nach der Landung der Alliierten im Juni aufgestellt hat, einfach um bestehende Infanteriedivisionen aufzufrischen, aufzufüllen oder die halt komplett neu aufgestellt wurden. Da hat man damals auch diese Einheiten schon mit dem neuen Sturmgewehr 44 ausgestattet, was die Soldaten dann massig zur Verfügung hatten. So, ich werde noch mal ein bisschen hier an der Front, wo jetzt nichts offen ist, mal ein bisschen Licht machen, aber jetzt nicht durch die Schadenzugänge. Kann halt sein, dass sich da die eine oder andere Fledermaus versteckt. Ja, das ist der 131er. Wir haben hier vorne die große Scharte für ein Maschinengewehr. Hier für die Belüftung die Öffnungen. Hier die Zugänge. Und da unten ist wieder so eine Granatauswurfgeschichte. Das heißt, wenn Granaten reingekommen sind, dann konnte man die da rauswerfen. Und das ist im Prinzip die Front von dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas angeschrieben ist. Es kann sein, dass das nachträglich ist, das Schwarze da. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man hier die Bezeichnung sieht. Ja doch, hier oben sieht man die Bezeichnung. Da oben ist die 131 dran. Ja, diese ganze Anlage hier unten, die hatte im Prinzip auch noch mal Rückendeckung von einer weiteren Anlage, die sich jetzt etwas weiter höher befindet. Das hat man auch vornehmlich so gebaut, dass sich die Anlagen auch immer irgendwie gegenseitig auch decken können, damit man das halt nicht flankieren kann, umgehen kann und dann halt ja, angreifen konnte. Wobei das natürlich den Angreifern ja auch immer wieder ging. Irgendwann hatte man halt entsprechendes Werkzeug, um dagegen anzugehen. Also ich habe auch davon gelesen oder Berichte gehört, dass die Amerikaner teilweise mit Bulldozern ja, Zugänge und so weiter von diesen Anlagen versperrt haben. Also praktisch den Soldaten drin gesagt haben, ihr könnt rauskommen und euch ergeben. Und wenn sie das nicht getan haben, dann hat man einfach das ganze Ding übererdet. Ja, also so richtig brutale Sachen halt auch. Ne? Aber man darf nicht vergessen, der Krieg ist brutal. Und da schenkt sich keine Seite irgendwas. Und man muss jede Raffinesse ausnutzen, damit man einfach weiterkommt.
So, und wir haben jetzt hier den nächsten Bunker. Das müsste, glaube ich, der 135er sein. Das ist aber ein reiner Maschinengewehrbunker gewesen, der sich hier auch relativ gut ins Gelände so rein, ja, so reinschmiegt. So, und hier haben wir auch schon direkt die Scharte für das Maschinengewehr. Ja, also das ist aber hier komplett mit Wasser voll, das Ganze. Und da kann man ein bisschen erkennen, also da ist auch keine Fledermaus oder irgendwas hier. Das wäre schon ziemlich merkwürdig, weil normalerweise nehmen Fledermäuse sowas halt auch nicht an. Also zumindest auch nicht in größerer Zahl, weil das Klima da drin einfach nicht passend ist. Wir werden jetzt hier einmal hochgehen. Mal schauen, wo diese mal schauen, wo die Soldaten hier auch reingekommen sind. Auch hier oben hat man wieder die Aussparung gehabt. Hier dieser Bereich und auch dieser Bereich. Deshalb vermute ich, dass hier auch Belüftungsoptionen oder die bei den größeren Löchern auf jeden Fall ja, Notausstieg vorhanden gewesen ist, damit die Soldaten halt rauskommen. Aber das ist halt, wie gesagt, ein anderer Regelbautyp. Ah, okay. Dann habe ich mich getäuscht. Dann müsste das vorn praktisch, also hier haben wir nochmal die 135, hier können wir das nochmal ganz gut sehen. Das ist hier noch sehr gut erhalten. Also man hat für sowas dann in den meisten Fällen halt Schablonen verwendet. Und hier habt ihr sogar auch noch, das ist ja interessant. Also ich meine, dass das hier, wenn er hier mal schaut, ich versuche die Kamera mal gerade zu halten, das ist das Firmenlogo von Krupp. Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, das sind die 3 übereinander gelegten Kreise. Das ist doch das Firmenlogo von Krupp. Was steht denn hier noch Interessantes? Tja, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera besser seht. Ich halte mal kurz still. Also das kann ich eindeutig sehen. BB. Tja, ist das ein N? Das sieht auch so komisch wie, als ob das so... Hier ist eine 30, ein B. Und hier kommt aber auch noch irgendwas. Also ich halte mal eben die Kamera still. Ihr könnt es mir gerne hier mal in die Kommentare schreiben, warum diese Aufschrift hier ist. Aber die scheint sich auch ein bisschen durchzuziehen. Denn wir haben hier auch noch mal das Gleiche. Auch hier ist das Firmenlogo von Krupp, meine ich. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, aber ja, muss irgendwie so sein. 30 NB. Ich kann das hier auch nicht ganz lesen. Tut mir leid, das ist schon so, ja, nicht verwittert, aber ausgeplichen hier auf dem Stein. Das ist interessant. Wir gucken noch mal eben hier auf die andere Seite. Das sind so kleine Details, finde ich immer, die halt noch ein bisschen was von der Geschichte erzählen. Man hat nicht nur einfach den Beton, sondern die Schriften geben einem irgendwie das Gefühl, ja, dass man irgendwas hier geschichtlich noch auswerten kann auch. Aber ich kann das hier nicht ganz erkennen. Das wiederholt sich. Also wir haben dreimal diese Aufschrift auf dem Beton. Habe ich so in der Form aber auch noch nie gesehen. Sehr interessant. Ja gut, wir können jetzt hier, wie gesagt, aus Fledermaus-Schutzgründen nicht reingehen. Aber wir können hier eben kurz zur Seite einmal zeigen. Hier ist der für die Nahverteidigung, also Zugang dahin, das ist die Nahverteidigung, um diesen Bereich halt zu schützen. Oben scheint sogar noch das Rohr drin zu sein für die Belüftung, wenn ich das richtig sehe. Hier ist nämlich die Aussparung, genauso wie da unten.
um den Kampfraum auch zu belüften. Ja, und hier ist ja halt die Scharte, die ist auch offen. Also wie gesagt, die 135 und unten die 131 könnt ihr im Normalfall halt begehen nach dem 31.03. und könnt euch das dann auch einmal drin anschauen. Aber vermutlich wird man nicht mehr allzu viel sehen, aber die Schriften sind auf jeden Fall sehr interessant. Ja, voll Wasser, genau, haben wir ja auch schon gesehen. Aber im Sommer wird das höchstwahrscheinlich da verdunsten, ja, denke ich auch. Aber wir können das Camouflage hier auch noch mal gut sehen. Also man hat die weitgehend grün gehalten, macht ja auch Sinn. Aber manchmal hat man auch noch so Streifen reingemacht und so weiter, um das noch mal ein bisschen, weil das ist ja eine kantige Form, ne? Das ist, kann man ja trotzdem im Gelände wahrnehmen, weil es unnatürlich ist, aber auf der Distanz sicherlich nicht. Ja, die Bunker, die wir jetzt uns im Prinzip schon angeschaut haben oder allgemein am Bulat, sind halt ja, Ausbaustufe 2 des Limes-Programms des Westwalls, also um 1938 gebaut. Und die Bunker, die jetzt hier besetzt wurden, ich hatte das ja jetzt einmal zwischenzeitlich erwähnt von den Volksgrenadiereinheiten. Das waren Einheiten der Volksgrenadierdivision 272. Die im Februar das kurzfristig bemannt haben und haben es aber im Prinzip dann schon wieder verloren oder abgegeben. Dann an die, ich glaube, 78. Infanteriedivision der US-Amerikaner, die das Ganze dann am 5. Februar besetzt haben. Wir werden jetzt hier auf unserem Marsch uns noch einen weiteren Kampfunterstand, also Gruppenunterstand, einen einfachen Gruppenunterstand anschauen. Den 132er. Dann gibt es hier noch in dem Bereich einen Wasserbunker, der auch heute noch von der örtlichen Feuerwehr genutzt wird. Das ist auch noch mal ganz interessant. Und dann werden wir versuchen, auch noch mal zu dem Reichsarbeitsdienstlager vorzudringen. Mal gucken, was man da noch sehen kann, die ja das Ganze hier letztendlich errichtet haben. Und ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Also bleibt dran. So, wir sind angekommen bei dem 132er, was ich gerade erwähnt habe. Wir gehen jetzt hier auch schon Richtung Dach. Wir haben jetzt hier wieder einen Bereich, was ein bisschen abgesichert ist, weil man hier reinfallen kann. Ja, und man sieht das jetzt hier auch mal ganz gut da oben. Da ist so eine kleine Trittstufe in dem Bereich hier. Deshalb gehe ich schwer davon aus, dass das Notausstieg halt sein muss. Und gucken wir mal. Ja, wir hätten auch von außen einmal rumgehen können. Dann gehen wir einmal hier zur Seite her. Wie gesagt, Leute, das kann jeder eigentlich gefahrlos hier erkunden. Also für jemanden, der, sage ich mal, ein bisschen was mit Bunkern mal sehen möchte, aber sich jetzt nicht in unmittelbare Gefahr geben will, der kann das hier ganz gut. Wie gesagt, hier sind die Wanderwege und ihr könnt das ganz einfach erreichen. Ja, hier haben wir jetzt wieder den Zugang. Hier müsste jetzt wieder eine reguläre Scharte gewesen sein oder Notausstieg. Und was man hier aber wieder ganz gut erkennen kann, dieser Bereich hier, ihr könnt es sehen, hier gab es Einwirkungen, auch hier oben. Also hier hat man auf jeden Fall auf diese Anlage gefeuert. Das ist mir nämlich bei dem 131er auch aufgefallen. Da war ich mir aber nicht zu 100% sicher, ob die Alliierten da nicht doch mal versucht haben, was zu sprengen. Aber ich habe davon auch nichts gelesen. Aber hier sieht man das ganz eindeutig. Diese Abplatzer sind von Infanteriewaffen erzeugt worden. So, ihr seht schon, der Aufbau ist identisch. Wir haben halt wieder den regulären Gruppenunterstand oder den kleinen Gruppenunterstand. Also bei den großen, wie gesagt, sind 27 Personen gewesen. Da hat man aber, wie gesagt, halt 6 Räume drin gehabt, wovon 2 Bereitschaftsräume sind. Also könnt ihr jetzt halt mindestens mit der Hälfte der Soldaten ausgehen, die jetzt hier drin gewesen sind.
da ein Zugang, hier unten Zugang, da auch. Aber da ist ja was, ne? Ja, hier unten ist eine Schrift, aber ich glaube mal nicht, dass die hier original ist, oder? Das ist jetzt schwer zu sagen. Sieht ein bisschen zu neu aus. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilen könnt. Klar, es blättert hier ein bisschen ab. Und es ist komischerweise auch ja, auf der Grundfarbe aufgetragen. Aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher, weil ich das auch gar nicht lesen kann, was jetzt hier drauf steht. Ja, ob das wirklich eine originale Betitelung ist oder eine originale Schrift auf dem Bunga, das kann ich euch überlassen. Aber ich würde eigentlich eher sagen, nicht. Aber ansonsten sieht man hier halt leider auch gar nichts. Aber da oben sieht man nochmal die Schrift. Kannst du mir eben nochmal kurz die Taschenlampe reichen? Damit man hier erkennen kann. So. Oh mein Gott. So, also da oben könnt ihr erkennen, da ist die 132 drauf. Also Bunga 132. Ja Leute, vielleicht auch noch mal so als Side-Story für euch, was ich auch ganz interessant fand, wo ich auch danach recherchiert habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr den Totengräber von Vossenack kennt. Das ist eigentlich gar nicht so bekannt, aber sollte man auf jeden Fall hier in dem Zuge mit dem Hürtgenwald-Thema vielleicht noch mal erwähnen. Es gab eine Person, Julius Erasmus, er war Pionierhauptmann in der deutschen Armee und hatte 44, 45 bei der Schlacht um Aachen seine gesamte Familie verloren und hatte sich aufgrund dessen hier in eine Hütte im Hürtgenwald zurückgezogen. Ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, wo diese Hütte ist. Vielleicht kann man auf Spurensuche noch mal gehen in einem separaten Video, aber wir wollten euch das auch noch mal erzählen. Jedenfalls hat der Julius Erasmus hier eine Hütte nach dem Krieg gehabt und ja, durch die Begehung in den Wäldern, die er vorgenommen hat, hat er immer noch eine Menge deutsche Soldaten vornehmlich gefunden, die immer noch tot irgendwo in den Gräben lagen, nur Teile davon zu finden waren. Das hat ihn halt so gestört, natürlich, und hat angefangen, diese Soldaten halt rauszuholen und zu bestatten. Und das war damals eine richtig gefährliche Arbeit, weil das ist ja nicht wie heute, dass es eigentlich weitgehend beräumt ist. Also man kann ja hier ganz normal durchgehen und so weiter. Und früher war das überall noch Sprengfallen, Minen, Geschosse, die nicht explodiert sind. Und er hatte dann später auch Anhänger noch gefunden, die ihm da geholfen haben aus dem Dorf, und auch ein Pfarrer aus Aachen ist mit dabei gewesen. Und er hat bis 1971 hatte er über 1500 deutsche Soldaten, ich glaube 1569 Soldaten hier noch rausgeholt und beerdigt. Also hat einen Großteil dazu beigetragen, die vermissten und toten Soldaten zu finden und dass die ehrenvoll halt bestattet werden konnten. Das fand ich halt auch eine richtig interessante Geschichte von dieser Persönlichkeit, heute kaum noch im Gedächtnis geblieben. Aber vielleicht wäre es das nochmal ein Video wert, da nochmal ein bisschen mehr und näher zu recherchieren. Vielleicht finden wir auch nochmal die Hütte dazu oder wo sie zumindest stand und können den Ganzen nochmal nachgehen. Ja, zu Anfang haben wir euch ja erklärt, dass diese Bunker im Bulat von dem Reichsarbeitsdienst, also RAD-Raddienst, gebaut wurden. Und wir sind jetzt hier in eins der Arbeitslager. Also es gab im Prinzip 2 Lager. Und ja, man sieht es halt nicht mehr viel. Hier ist noch ein bisschen was übergeblieben. Ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau sagen, was es hier gewesen ist. Das sieht auf den ersten Blick aus wie zum Bunker dazugehörig. Hier sind auch irgendwelche Streben, die hier rauskommen. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ansonsten seht ihr hier im Gelände, kann man so jetzt nicht mehr viel erkennen. Also hier ist auch noch irgendwie eine betonierte Fläche. Ja,
Und dann sind hier wie so Gräben auch angedeutet. Das geht hier hinten noch ein bisschen weiter. Ich habe das mal ein bisschen hier abgelaufen, aber viel sieht man jetzt einfach im Gelände nicht mehr. Hier ist auch irgendwie noch so eine Grube oder Graben. Und ja, was halt ganz interessant nochmal ist für alle, die Reichsarbeitsdienst jetzt nicht so kennen, was damit genau gemeint ist. Das ist im Prinzip der Arbeitsdienst, den man im Dritten Reich eingeführt hat, wo ja vornehmlich die männliche Jugend zwischen 18 und 25 Jahren verpflichtend in diesen Reichsarbeitsdienst eingezogen wurden. Und das wurde auch militärisch strukturiert auch aufgebaut. Also statt einem Gewehr schulternd haben sie halt einen Spaten geschultert. Also die Strukturen waren schon sehr militärisch und gehörten halt auch zur Erziehungsphase im Dritten Reich, dass man die Jugend halt entsprechend schon für entsprechende Projekte einordnet. Und halt im Zuge des Westwallbaus wurden ja massiv viele Menschen eingezogen, die den Bau auch verwirklichen mussten. Es war ja noch nicht so, wie es halt in den späteren Jahren eingesetzt wurde, die Zwangsarbeit durch ausländische oder durch Menschen, die in Gefangenschaft gekommen sind oder durch KZ und so weiter. Die allgemeine Zwangsarbeit, die geherrscht hat, das hat man beim Westwallbau dann erstmal mit dem Reichsarbeitsdienst kompensieren können und hat man, wie gesagt, halt auch propagandistisch halt entsprechend ausgeschlachtet. Und ja, also hier drüben soll es halt, wie gesagt, noch ein zweites Lager geben. Ich kann jetzt mal hinlaufen, aber ich habe jetzt online auch nicht irgendwo Fotos gefunden, die noch irgendwas zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind im größten Teil oder im Großen und Ganzen sind das halt auch wieder irgendwelche Hütten und so weiter aus Holz gewesen. Davon ist heute natürlich nichts mehr zu sehen. Wie gesagt, was das da hinten jetzt genau gewesen ist, das kann ich nicht sagen. Ich werde jetzt mal hier drüben noch mal kurz reingehen. Aber ja, mehr ist davon dann halt einfach nicht übrig geblieben. Ja, was man hier noch ganz gut erkennen kann, ist hier weiterhin diese Bunkerstraße, die auch da hinten zu den Bulat-Bunkern führt. Die geht auch hier weiter. Also da sieht man zumindest, dass hier das Ganze entsprechend mit dem Wegenetz verbunden wurde. Und die Hauptarbeiten, die halt leisten mussten, ist ja erstmal überhaupt das Wegenetz zu schaffen zu den Bunkern. Dann mussten Drainagen gelegt werden, es mussten Kabel gelegt werden. Der allgemeine Bau des Bunkers oder der Bunker und Anlagen. Im Prinzip alles, was halt dazugehört. So, und hier gibt es noch ein kleiner Weg, der jetzt hier rechts noch reingeht. So, darüber sind wir jetzt gerade gekommen. Das war jetzt das Einzige, was man jetzt da so ein bisschen sehen konnte. Hier liegen komischerweise so viele größere Steine hier. Ja, also die sollten halt genau gegenüber liegen. Also vermute ich mal, dass jetzt hier noch was ist. Ich schaue mal eben kurz, ob ich jetzt hier was sehe, weil jetzt hier in die ganzen Wälder da jetzt reinzugehen, das ist auch Quatsch. Und dann hole ich euch gleich noch mal. Ja, wie ihr seht ihr nichts. Also das ist hier, ich bin jetzt gerade mal auf einer Freifläche hier, aber das ist jetzt hier alles nur noch Wald und das verjüngt sich dann da hinten. Da sollte man jetzt auch nicht unbedingt reingehen. Und ja, hier gibt es halt, wie gesagt, nicht mehr viel zu sehen, aber das war jetzt noch mal wichtig für euch, dass ihr die Info habt, dass hier halt, wie gesagt, noch die 2 Radlager standen, Reichsarbeitsdienstlager, wo die Angehörigen halt untergekommen sind, die für den Bau dieser Bunker halt zuständig gewesen sind. Ja.
So, unsere letzte Station für heute, aber das hat nichts mehr direkt mit dem Bulat zu tun, nur das ist in unmittelbarer Nähe. Haben wir hier diese Wegstrecke Richtung Kommerscheid. Und das ist nochmal ganz interessant, weil hier, könnt ihr das erkennen, hier liegt noch eine alte Panzerkette drin. Hier sieht man diese Gummiprofile und hier die Metallelemente. Und zwar ist das hier eine Kette, so ungefähr so 10 bis 11 Meter in der Länge. Die zieht sich jetzt hier durch von einem Sherman-Panzer. Und da gibt es halt ja, zwei Theorien. Entweder hat die wirklichen Sherman-Panzer vom 707. Ja, Panzerbataillon der US-Army das verloren durch einen Defekt. Aber die zweite Theorie, ich würde mal sagen, die passt eher, dass man halt diese Wegstrecke hier befestigt hat, weil das hier durch Starkregen ja alles ja, immer wieder ja, kaputt gegangen ist. Und das wurde auch 2021 wurde das Ganze hier wieder freigelegt, sodass man das hier entdeckt hat. Und ist im Prinzip jetzt auch ein Bodendenkmal, deshalb holt man das hier auch nicht raus. Und vorher war das schon gar nicht mehr zu sehen, weil hier vorne ist das hier auch asphaltiert. Da muss das hier irgendwie weggeschwemmt worden sein. Und dann hat man halt diese Kette von dem Sherman-Panzer freigelegt. So Freunde, an dieser Stelle soll es das heute gewesen sein mit den Bunkern am Bulat im Hürtgenwald. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, wir haben auch alles soweit, was es jetzt speziell zu diesen Bunkern auch und der Geschichte drumherum zu erklären und zu zeigen gibt, euch ja mitgeteilt. Schreibt uns gerne dazu was in die Kommentare, ob ihr selbst schon mal hier gewesen seid, ob ihr vielleicht noch mehr ja, Bunker oder Anlagen oder wichtige Punkte hier im Hürtgenwald besucht habt. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Das ist, wie gesagt, hier vollumfänglich. Hier könnte man so viele einzelne Geschichten auch erzählen. Wie gesagt, ich hatte das nur mal kurz angemerkt mit dem Totengräber von Vossenack. Ist zum Beispiel eine dieser Geschichten. Wenn ihr da Interesse habt, dass wir da auch noch mal ein bisschen weiter in dieser Richtung gucken sollen und euch entsprechende Geschichten erzählen sollen, dann machen wir das gerne. Ansonsten, ja, gebt uns gerne ein Like. Ist nie verkehrt. Abo ist vollkommen kostenlos. Da schließt ihr jetzt nichts ab oder müsst irgendwas dafür bezahlen. Und schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an, was hier gezeigt wird, oder schaut allgemein mal auf den Kanal vorbei. Wir haben viele Locations, sage ich mal, in dieser Richtung besucht schon. Da wird auf jeden Fall was für den Interessierten dabei sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!